Was war so der Grund, dass du dich für die Innenarchitektur entschieden hast, für diese Ausbildung? Ja, also ich bin ja quasi ein schlechter Schüler gewesen. Also hätte ich es nie in eine höhere Schule geschafft, weil ich so nicht gerne in die Schule gegangen bin. Und dann, als die Berufswahl kam, habe ich dann ein Handwerk gelernt, und zwar Bootbauer. Das war hier ein Beruf, der eigentlich vor allem in erster Linie Holzbearbeitung war. Und wir haben schon als kleiner Bub Boot und Schiff rasend interessiert. Und das hat mir sehr gut gefallen. Aber das ist jetzt ja noch relativ speziell. Warum denn jetzt gerade Boot? Also ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also, das gibt ja manchmal einfach Sachen, die einem gefallen. Und ich habe das offensichtlich beibehalten. Und dann denke ich, ja, also als kleiner Bub habe ich gesagt, ich will Kapitän werden, oder? Das ist ja klar. Und dann hat die Mutter, die mich lernen Schuhe binden, gesagt, als Kapitän muss man das können. Und ich habe gesagt, nein, das machen die Matrosen. Aber ich habe dann gleich irgendwann gelernt, Schuhe binden. Und dann später habe ich dann gedacht, ja, vielleicht werde ich Seemann werden. Und dann haben also meine Eltern bereits ein bisschen Schiss bekommen, ich könnte bei diesem Vorsatz bleiben. Und dann hat ein Freund von meinen Eltern, der selber ein Boot hatte, gesagt, ob ich dann nicht gescheiter Bootbauer werde. Und das hast du dann wo gelernt? Das hat mir dann gerade eingeleuchtet. Und dann konnte ich das in Meilen am Zürichsee lernen. Und das ist wie lange gegangen, die Lehre? 4 Jahre. 4 Jahre. Und nachher dann? Also? Und dann war das ja so ein Handwerkberuf gewesen, und man hat dann das Gefühl, ja, vielleicht muss man gleich noch etwas mehr machen. Und weil ich so das Gefühl hatte, ich sage im Rechnen und so nicht so gut. Und auch hier wäre es schwierig gewesen, jetzt im Bootbau eine Weiterbildung zu machen. Also man hätte ins Ausland müssen. Und das ist natürlich da, also kurz nach dem Krieg, auch, hat man das gar nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. Und dann nach dem Bootbau habe ich dann gehört von der Schule, Kunstgewerbeschule, wie das hier geheissen hat, die eine Innenausbauklasse hat. Und ein Cousin von mir, der 10 Jahre älter ist, der hat das auch schon gemacht, dass der dort in die Schule gegangen ist. Und wie ist denn das gegangen? Hast du dann eine Prüfung machen? Ja, ich musste dort eine Aufnahmeprüfung machen. Und dort sind, ich weiss jetzt nicht mehr wie viele, also das sind 2 grosse Zimmer voll Leute, die Prüfung machen wollten. Es waren vielleicht etwa 60 Leute in dieser Erinnerung. Und man hat gewusst, sie nehmen nur 8. Was war denn verlangt an dieser Aufnahmeprüfung? Man musste einen Vorschlag machen für ein eigenes Zimmer und musste einen Vorschlag machen für den Umbau des Direktors im Büro. Und zudem hat man noch quasi das Büro messen. Und das war hier der Hans Fischli, der Direktor. Und der Lehrer war der Willi Guhl. Und die haben mir, noch, bevor ich an die Prüfung bin, gesagt, ja, also wenn ich dann komme, soll ich also schon noch etwas mitbringen, um zu zeigen, was ich so gemacht habe. Also aus eigenem Interesse. Ja. Und dann habe ich Höbel mitgebracht, die ich in der Lehre für mich gemacht habe. Weil während der Lehre habe ich gedacht, ja, wenn dann die Lehre rum ist, dann wollte ich mir selber ein Boot bauen. Und habe gesehen, ja, wie finanziere ich dann die Werkzeuge. Und dann habe ich mir angefangen, selber Höbel machen. Also es war nicht üblich, dass man sich das selber gemacht hat. Dass man die Werkzeuge selber macht. Aber ich habe mir dann die Höbel gemacht und bin mit denen dann eben da mitgenommen, die Prüfung. Und dann nachher habe ich dann so der Herr Guhl verwünscht, habe ich dann viele Leute ich gesagt, ich habe ihnen noch die Höbel mitgebracht, die ich gesagt habe. Und dann hat er gesagt, ja, tun Sie es doch dort anlegen, ich zeige es dann noch dem Direktor. Und dann habe ich ihm gesagt,
ja, ich sollte es morgen eben wieder mitnehmen. Ich arbeite jetzt mit denen. Und dann hat er gesagt, ja, dann gehe ich schnell den Direktor holen. Dann haben die beiden die Höbel angeschaut und der Willi Gulber, der selber ursprünglich Schreiner war, der hat das völlig begriffen und dann sind die so begeistert gewesen. Und dann habe ich dann auch den Bericht bekommen, ich sage jetzt da aufgeladen. Also hast du im Nachhinein das Gefühl, das ist noch etwas, so ein bisschen Züngli an der Waage, die Höbel? Das weiß ich nicht, ich kann das gar nicht. Ich war dann einfach, der Willi Gul ist natürlich auch Schreiner geblieben, sein Leben lang. Und der hat einfach das Gefühl gehabt, ja, der passt zu uns. Ich glaube, es war mehr so gewesen. Und dann bist du dann direkt in die Fachklasse gekommen oder zuerst noch in einen Vorkurs? Nein, ich bin dann gerade in die Fachklasse gekommen und wir haben dann im ersten Jahr ich weiß nicht, das 1 oder 2 Tage war, noch so Vorkursfächer müssen belegen. Was war denn das gewesen? Also zum Beispiel Farbenlehre, das war sehr gut für mich. Also auch eine neue Welt. Schriften schreiben und was haben wir dann noch? Modellieren. Und da bin ich jetzt nicht mehr sicher, ob das für alle gegolten hat, noch so Perspektiven zeichnen. Ja, das war also gut für mich. Was sind denn so deine prägenden Erinnerungen aus dem Studium? Ja, also der Unterricht war ein bisschen darauf angelegt, dass es nicht auf ein bestimmtes Berufsbild rausgelaufen ist. Sondern man hat zwar sich mit Möbeln beschäftigt oder anderen gestaltischen Sachen und dann ist ja dann das hier aufgekommen, dass das vielleicht auch Design, wie man heute würde sagen, eine Designausbildung ist. Und die haben ja hier ein bisschen Diskussionen gehabt, ob man Metallklasse Designer ausbilden oder eher da die Innenarchitekten Designer ausbilden. Oder so, dass man dann einmal hat müssen oder darf Designobjekt machen. Also mir hat man einmal gesagt, ich soll doch jetzt am Anfang vom Semester noch Bürstengriff entwickeln. Und das Thema Innenarchitektur, also was ist wichtig im Innenraum und wie tut man einen Raum modellieren oder konzipieren, das ist nicht so das Thema vom Studium? Nicht in erster Linie, würde ich sagen. Also das selbstverständlich hat man Räume eingerichtet und jetzt als konkrete Aufgabe mag ich mich erinnern, dass man auch einen kleinen Raum eingerichtet hat, so zum Anfang. Und später hat man für eine Schule oder ein Ferienheim von einer Schule hat man Einrichtungen und Möbel gezeichnet oder gemacht auch. Und häufig auch im Prototyp selber hergestellt. Während dem Studium ja. Hast du denn Vorbilder gehabt? Also hast du irgendwie gefunden, das ist tolle Architektur oder das ist ein toller Schreiner, Designer? Ja, ich bin da schon ziemlich naiv dazugekommen und das hat man dann eigentlich in der Schule gehört und gelernt und auch von den Kollegen. Oder so ein Kollege von Paris herumgekommen ist und hat erzählt von diesem Prouvé. Und das hat dann sehr so ins Gestaltungsphilosophie auch von dieser Schule passt. Das ist auch ein Metallhandwerker ursprünglich, der nachher Gebäude entwickelt hat, die sehr stark geprägt sind vom Herstellen. Ist das dann etwas gewesen, wo du aufgesprungen bist? Oder? Ja, das kann man so sagen. Also, weil ich ja vom Handwerk gekommen bin und dann muss man ja auch Form finden, sagen wir, für einen Gegenstand. Und dann ist eine Methode, dass man vom Material und vom Herstellen, dass das die Form beeinflusst oder sogar prägt. Also die Materialgerechtigkeit, auch also das Credo für gute Form? Ich sage jetzt, materialgerecht, das ist so,
das klingt ja schon fast ein bisschen moralisch. Oder? Und so würde ich dem nicht unbedingt sagen. Man kann sagen, materialgerecht ist ja dann, wenn es hebt und nicht zusammengeht. Aber jetzt zum Beispiel aus Holz kann man auch eine Kugel machen. Aber man würde sagen, von der Form her ist das nicht materialgerecht. Erstens, weil die Kugeln durch Schwinden und Wachsen vom Holz ja auch gleich leicht nicht mehr ganz rund ist. Aber es gibt Hölzer, die das sehr wenig macht und aus denen hat man früher eine Kegelkugel gemacht. Also es ist nicht falsch. Oder Botschenkugeln sind ja auch früher aus Holz gewesen. Und Holz ist ja natürlich eher etwas Stabförmiges, das schwindet und wächst und in die verschiedenen Richtungen sich verschieden verhalten, auch statisch. Oder Metall ist ja auch, ja, gibt es ja also im Handel in Form von Blech und von Profil. Und jetzt kann man ja Blech zum Beispiel durch Abkanten verformen, dass es überhaupt zu einem soliden Gegenstand wird. Dass es stabil wird. Also, wenn ich mich richtig, ist denn die Möbel, die du gemacht hast, aus Holz und aus abgekantetem Blech, ist das relativ eine frühe Arbeit von dir? Ja, das hängt mit dem zusammen. Oder? Ich habe ja auch also den Stuhl dort. Soll ich den zeigen? Also, ich habe dann als damals Diplomarbeit habe ich auch einen Stuhl gemacht. Nebst einem Modell, das noch eine Aufgabe war, habe ich einen Stuhl gemacht aus abgekantetem Blech. So, und dort war dann allerdings formverliemtes Holz, also so Sperrholz, wo aber in einer Form verleimt ist, dass es so die Rundung hat, die nötig ist für einen Stuhl. Und nach dem Diplom habe ich dann beim Dolf Schnebeli, einem Architekt im Tessin, geschafft. Und dann habe ich dort einen richtigen Prototyp 1:1 gemacht, weil für das Diplom habe ich einen nur aus Karton gemacht. Und dann, als er den gesehen hat, hat er gesagt, jetzt machen wir gerade Schulmöbel auf die Art. Also aus dem Formsperrholz? Also mit dem Prinzip abgekantetes Blech und Formholz. Und dann habe ich alle die Möbel, die es braucht hat für das Schulhaus. Und der Schnebli hat dann auch zustande gebracht, dass das von der Kommission genehmigt worden ist und hat mir diese Möbel hergestellt. Also dann bist du eigentlich kaum das Diplom gemacht, schon zu einem Auftrag gekommen? Ja, also ich bin dort quasi, das habe ich als Mitarbeiter vom Dolf Schnebli gemacht. Aber für uns beide war klar, dass das jetzt von mir kommt, das ist kein Problem in diesem Fall. Und dann jetzt wann war das? 5 Jahre oder so, hatte ich eine Ausstellung gehabt, haben Leute für mich eine Ausstellung gemacht. Und hätte gerne so einen Stuhl als neu wieder aufgelegt, um mal 10 so Stühle zu machen. Mhm. Und dann, wenn ich dann das berechnet habe, ist das viel zu teuer geworden, als dass man das riskiert hat. Und dann habe ich ihnen vorgeschlagen, ich könnte einen Hocker machen. Den habe ich hier auch schon ungefähr für das Gymnasium entworfen. Hat zwar keine Pläne mehr und nichts mehr rum, aber ich habe das dann wieder entworfen und ein Prototyp, das ist dann der. Das ist der Hocker. Und dann ist das eben relativ einfach machbar gewesen. Ich musste dann also Beine abkanten lassen und dazu den Sitz machen. Und das habe ich, also die Beine habe ich in einer Firma abgekantet, die so für Schlossereien und so Teile vorbereitet. Und dann habe ich eigenhändig 10 Stühle gemacht für die Ausstellung, dass die da etwas zu verkaufen haben. Aber das ist, wie soll ich sagen, diese Art von Stuhl hast du noch während dem Studium gemacht, oder? Ja, eben, ich hatte im Studium als Diplomarbeit habe ich, aber das war ein anderer Stuhl, einer mit Armlehnen und Rücklehnen. Und aber nach dem ähnlichen Prinzip, Metall und Holz. Ja, das war eigentlich. Und dann, als der Schnebli das schon gesehen hat, habe ich dann eben
auch Schultisch und Schülerstuhl gemacht und einen Stuhl, so wie der dort, wo man nachher drauf schreiben kann. Also dann bist du eigentlich relativ schnell ins Möbeldesign geraten? Ja, das kann man sagen, ja. Aber das war ja dann eben schon nach der Kunstgewerbeschule. Ja. Was war das für eine Zeit gewesen, oder was für Aufgaben hast du denn gehabt, wo du beim Architekt Dolf Schnäbli in Anjo warst? Ja, also ich bin zu ihm gekommen, weil ein Schulkollege von mir hat gesagt, musst du mir helfen, ich muss ein Modell bauen und wird nicht fertig. Und zwar hat man hier müssen, auch für den Dolf Schnäbli, ein Modell machen für ein Schulhaus, das er am Wettbewerb geschafft hat. Und zwar war dort verlangt ein Modell im Maßstab 1:200. Das ist relativ detailliert. Und der Kollege hat das mit Holz gemacht. Und der war Schreiner ursprünglich, hat nachher auch die Kunstgewerbeschule gemacht und dann hat er mich zugezogen und haben jetzt das Zweite das gemacht. Praktisch, zuerst haben wir noch in einer Schreinerei arbeiten und nachher haben wir es noch umzügeln, weil man das Nacht arbeiten und in der Schreinerei hat es keinen Platz mehr gehabt. Und am Schluss haben wir also das zustande gebracht und Dolf Schnäbli hat den Wettbewerb gewonnen. Und dann hat er gesagt, ob ich nicht wieder zu ihm in Tessin kommen, Modell bauen. Dann bin ich ein paar Mal dort, Modell bauen. Und dann hat es ihm noch imponiert, offensichtlich. Wir haben dann Räume, soll ich das ein bisschen wegstellen? Ja, Entschuldigung. Räume zur Verfügung gehabt in dem Haus von Dolf Schnäbli, das war ein altes Tessiner Haus, das keine Möbel hatten. Und dann hat er so einen Posten Planschrank kaufen und hat in jeder Schublade ein Brett gehabt, zum Pläne beschweren. Und das ist irgendwie von der BBC oder so, her sind die gekommen. Und dann hat man das Gefühl, die Bretter, die braucht es in den Schubladen innen eigentlich nicht. Und dann haben wir aus diesen Brettern Möbel gemacht. Und ich habe dann eine Art wie soll ich sagen, eine Art Spielregel oder Machart vorgestellt, dass man sagt, man kann die Bretter einfach mit einer kleinen Kreissäge in der Länge nach verschneiden, also schmälere und breitere Stücke machen und nachher die zusammennageln. Und dann hat es so andere Mitarbeiter gehabt, dann hat das sofort imponiert und haben dann auch mitgemacht. Und ich habe dann für den Dolf Schnäbli und seine Frau eine Art, also vor allem für die Frau, einen Arbeitstisch gemacht. Und dann hat ihm das so imponiert, dass er dann mich da auch gestalterisch mitschaffen im Büro. Aber dann vor allem für die Möbel, für die Inneneinrichtung, oder hast du dann auch als Innenarchitekt ja, ich habe bis ich dann die Ausbildung fertig hatte, ist dann das Schulhaus in Locarno in Bau gekommen. Und dann habe ich dort praktisch den ganzen Innenausbau gezeichnet. Also, was alles braucht, Garderobe und fest eingebaute Möbel, also jedem Schulzimmerschrank und eben die beweglichen Möbel. Und ein Kollege, der ursprünglich auch Schreiner war und aber dann das Technikum in Winterthur gemacht hat, mit dem zusammen habe ich das gemacht. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen auf das Private ausschwenken. Das war die Zeit nach der Kunstgewerbeschule, du bist ins Tessin. Da hast du deine jetzige Frau schon kennengelernt? Ja, wir haben dann, wir sind ja miteinander in die Schule gegangen und nach der Schule ist sie auf Wien gegangen und ich in Tessin und sie ist nachher auch in Tessin gezügelt. Und habt ihr je zusammen gearbeitet? Ja, sie hat dann auch ein bisschen im Büro gearbeitet, aber vielleicht nicht so mit Begeisterung irgendwie. Also sie hat das nicht so zu ihrem Lebensinhalt machen.
Und wir haben schon auch, also sie hat auch für unsere Erstaussteuermöbel entworfen. Nicht nur ich. Kann man das im Nachhinein so sagen, ist das der Aufenthalt oder die Tätigkeit beim Dolf Schnebel im Tessin, ist das eine Art Sprungbrett für dich? Ja, das war sehr prägend. Also er war auch eine Persönlichkeit, wo man sehr viel über so das Entwerfen und überhaupt über die Welt geredet hat. Und dann ist ja die Rosmarie dann zu mir, also in Tessin gezügelt und wir haben dann einen umgebauten Geissenstall mieten, der aber so eingerichtet war zum Wohnen. Und nachher hat Dolf Schnebli ein Schulhaus bauen in Wohlen, ein Schulhaus und ein Schwimmbad. Und dann, bevor dort die Kellermauern betoniert waren, hat er Differenzen mit dem Bauleiter, den er auf dem Bau hatte. Und dann hat er gesagt, ob ich nicht auf Wohlen gehe. Und dann sind meine Frau und ich auf Wohlen gezügelt. Und ich habe dort etwa 3 Jahre lang den Bau begleitet, Schulhaus und Schwimmbad. Also du bist eigentlich gerade zum Bauleiter geworden dort? Ja, und im Büro haben sie dann meine Kollegen Bedenken gehabt und dann Dolf gesagt, ja, willst du jetzt den Anfänger wirklich gerade dort hinschicken? Und ich habe gedacht, ja, die haben ja Pläne, was muss ich denn eigentlich überhaupt dort? Und dort habe ich dann auf dem Bau gelernt, wie man da muss, so einen Bau leiten. Und selbstverständlich ist mir meine Ausbildung als Handwerker da zu gut gekommen, dass ich so ein bisschen gewusst habe, was denen ihre Probleme sind und wie die ticken, und bin nachher aber voll beschäftigt dort. Also du hast angefangen mit Möbel konstruieren, ja, mit Schulen einrichten, du hast eine Schule gebaut. Hast du denn irgendeine so eine Vision? Kannst du denken, jetzt will ich in diese Richtung gehen, in diese Richtung? Ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, man hat dir Vorschläge gemacht und du hast es gemacht und du hast es erfüllt und es ist gut gegangen. Ja, also jetzt eben bei diesen Möbeln, das ist dann schon sehr stark von mir gekommen. Und im Büro habe ich ja auch andere Bauten noch gemacht, also 2 vor allem. Und dort hat mich der Dolf Schnebli relativ selbstständig gelassen, das Zeichnen und Bauleitung machen. Es war ein bisschen schwierig mit dem Italienisch, aber irgendwie sind die auch fertig geworden. Und dann hat sich mit der Zeit wie ein thematischer Schwerpunkt herauskristallisiert. Oder was ist denn eigentlich das, was du am liebsten gemacht hast? Es ist dann weitergegangen. Oder das Schulhaus und das Schwimmbad, die sind dann fertig geworden. Oder ich musste dort natürlich auch vor allem eigentlich organisatorische Probleme lösen. Ich musste schauen, wann welcher Handwerker auf den Bau muss, und alle diese Sachen. Und habe das erste Mal auch gesehen, wie so ein Dorf funktioniert. Ich bin in der Stadt aufgewachsen und so von der politischen Einrichtung der Schweiz auch nicht so viel mitbekommen oder mich nicht so interessiert. Und dort gesehen, da gibt es eine Baukommission und es gibt einen Gemeinderat. Und ich musste auch also Sitzungen von denen oder das machen. Und nachher, als das fertig war, also so am Fertigwerden war, bin ich einem Kollegen begegnet, der auch mit mir in die Schule gegangen ist. Und dann hat er gesagt, ja, er sei jetzt Assistent an der ETH. Und dann muss ich nicht alltag arbeiten und verdiene einen Haufen Geld. Ja, also für die damalige Zeit. Und dann habe ich gedacht, ja, das wäre eigentlich noch interessant. Und habe umgefragt, wer dann ein interessanter Professor wäre an der ETH. Und dann hat man mir gesagt, ja, der Bernhard Hösli. Und der Bernhard Hösli war hier relativ neu Professor im Grundkurs von der ETH. Und dann habe ich mich also beworben mit Unterlagen. Und da hat man natürlich auch nicht alles so kopiert. Und das Kopieren war auch aufwendig und so. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Und dann habe ich alle Mut zusammengenommen und wollte den Professor anfragen, ob er mir echt die Unterlagen zurückschicken könnte.
Weil du angenommen hast, das ist jetzt nicht wahr. Ja, es ist dann auch, ich weiss nicht, ein paar Monate gegangen oder so. Dann habe ich ihm also angerufen und dann hat er gesagt, oh, das ist jetzt gut, dass Sie anrufen, ich brauche jetzt gerade jemanden. Also eigentlich ein Zufall fast mehr, ja, oder? Das ist sehr so. Also wenn ich ja gewusst hätte, wie so ein Assistentenpost und vor allem bei Bernhard Hösli, dass gefragte Sache wäre, hätte ich mich ja nie getraut, mich zu melden. Und es hat natürlich einen Ausschlag gegeben, dass ich beim Dolf Schnebli geschafft habe. Das war schon mal eine gute Referenz gewesen. Und dann habe ich dann zu dem Bernhard Hösli gesagt, ja, ob ich mich bei ihm vorstellen kann. Und dann hat er gesagt, ja nein, er komme auf Wohlen. Es interessiert ihn das Schulhaus, das ich da geleitet habe. Oder wo wir Leitung gemacht haben. Und dann ist er gekommen und dann hat er dann gesagt, quasi, wenn ich da anfangen muss. Und dann war es nie ein Thema gewesen, dass du zwar Assistent geworden bist an der ETH, aber nie eine ETH-Ausbildung hast, sondern du vom Handwerk, von der Kunstgewerbeschule her Nein, das hat Bernhard Hösli noch interessiert. Er selber hat an der ETH studiert und ist nachher als Assistent in Amerika gewesen und hat sich sehr für Ausbildung interessiert. Wie kann man Architektur jungen Leuten vermitteln? Und dann ist einmal der erste Tag gekommen und ich musste arbeiten. Und dann ist aber nur ein neuer Kollege tätig und der gesagt, wir müssen jetzt Vordiplomarbeiten prüfen und Noten machen. Dann hat er mir ein Bein gegeben. Und dann hatte ich ein bisschen Bedenken gehabt, ob ich jetzt gesagt was man da muss, was gut und schlecht. Und er gesagt, ich schaue dann nachher auch noch drauf. Also Learning by Doing? Ja, und dann habe ich dann das benotet und dann haben wir aber alles miteinander, auch seine Arbeiten, nochmal miteinander besprochen, um zu schauen, wieso das jetzt genügend oder nicht genügend ist. Und wie lange bist du denn Assistent geblieben beim Professor Hösli? Dann bin ich bei dem 4 Jahre gewesen. Und er hat dann, und dann ist der Unterricht so gewesen, da sind 2 Professoren im ersten Jahr. Und es hat etwa 200 Studenten gehabt. Und dann hat an diesem Entwurfstag hat jeder von diesen Professoren eine Vorlesung gehalten, wo man auch darin erklärt hat, was die Übung ist, die man dann machen muss, um was es da geht. Und nachher jeder hat 4 Assistenten gehabt. Dann hat also jeder ungefähr 25 Studenten gehabt, quasi wie eine Klasse. Und dann hat man diesen Studenten müssen erklären einmal, was da gemeint war, bei dem Zeug, das da vorgestellt worden ist. Und weil ich ja schon eben Kunstgewerbeschule gemacht habe, auf Schnebli geschafft habe, habe ich schon ein bisschen schneller kapiert, was man echt da machen muss. Und das hat den Studenten so vermittelt. Das sind sie dankbar gewesen? Ja, sie haben etwas machen, oder? Und dann haben sie es mir zur Kritik bringen und dann hat es dann irgendwann am Ende des Semesters eine Kritik gegeben vom Professor selber. Oder? Und dann nachher, nach 4 Jahren, habe ich das Gefühl, so, jetzt, das ist nicht ein Job, den man das Leben lang machen kann, als Assistent. Es hat schon auch ältere Herren gegeben, die Assistenten waren und die einem dann ihr Leid geklagt haben, dass jetzt dann ihre Professor in Pension gehen und dann wissen sie gar nicht, was ist ihnen werde und so. Und dann, zu was hast du entschieden? Ja, und dann, ich habe ja schon nebenzu, habe ich ja schon quasi selber Architektur gemacht, habe das Haus gebaut mal und habe sonst noch so kleine Aufträge gehabt. Und dann, als wir da gezügelt sind, oder schon voran, habe ich dann selber angefangen zu arbeiten. Und dann nachher ist ja das auch wieder ein bisschen ausgelaufen, wenn ich einmal nichts mit zu tun hatte und dachte, so jetzt, was mache ich jetzt? Läutet mir der Dolf Schnebli an und sagt, du weisst ja, ich bin jetzt da gerade auch als Professor gewählt worden, kannst du zu mir kommen als Assistent, weil du da schon ein bisschen weisst, wie das geht. Also dann bist du
vom Dolf Schnäbli zum Hösli als Assistent, Ja, dann hast du dich aber selbstständig es hat eine gemacht. Pause gegeben zwischendrin, etwa ein Jahr. Und dann habe ich ihm gerade am Telefon gesagt, ja klar, mache ich, komme ich. Und dann bist du zum zweiten Mal als Assistent. Ja, aber dann dort nicht mehr so viel. Und es war dann nicht mehr im Grundkurs gewesen, sondern so in den oberen Semester. Und wir haben dann auch so Diplomarbeiten begleitet. Und das Lustige war, beim Hösli hat sich dann das als Büro entwickelt, oder, mit Dokumentation und Dia. Und das ist ein richtiger Bürobetrieb, es war mir immer beschäftigt gewesen. Und der Schnäbli, der neu angefangen hat, hat kein Büro gehabt in dem Sinn. Man hat noch nicht gewusst, was man alles büromässig machen muss. Man hat sehr viel Zeit gehabt, um sich den Studenten zu widmen. Das war natürlich super für die Studierenden. Und dann ein Kollege von mir, der Michael Alder, dem hat das sehr imponiert, dass ich jetzt Assistent bin, und gesagt, wenn du einmal hörst, dass da eine Stelle frei wird, dann würde ich mich gerade darum bewerben. Und dann habe ich gehört, dass beim Alberto Camenzin eine Stelle frei geworden ist, und habe gerade gedacht, die würden ja auch noch gut zusammenpassen. Darf ich schnell nachfragen, der Alberto Camenzin, das ist der von der Expo 64? Genau, ja. Der war Professor und so. Und dann habe ich das dann Michael Alder gesagt, er ist gegangen und hat die Stelle bekommen. Und dann nachher, wie das halt weiterläuft, hat dann der Michael Alder sich beworben zu Muttenz als Dozent. Da hat man gerade eine neue Architekturabteilung aufgetan. Und dann kaum ist er da gesagt, du musst auch kommen. Oder ich muss dann noch meine Kollegen haben, das geht sonst nicht. Und dann nachher habe ich gesagt, du als einem Technikum unterrichten, ich weiss nicht, ob ich das kann. Also das glaube ich nicht, dass das für mich in Frage kommt. Und dann hat er gesagt, aber kommst du wenigstens einen Vortrag halten? Dann habe ich gesagt, also gut, mache ich das. Und dann bin ich dort einen Vortrag halten, den Studenten. Zu welchem Thema denn? Weißt du das noch? Ja, ich habe meine Sachen vorgestellt. Das ist ja nicht einfach. Oder? Da habe ich da bereits die Siedlung Höhli gebaut und das Haus gehabt. Ich habe schon Sachen gehabt zum zeigen oder so. Und dann sind hinten rein eine alte Männer gesessen. Und dann hat nachher der Michael gesagt, du musst jetzt noch schnell ins Sitzungszimmer runterkommen. Ich habe doch gesagt, weißt du so. Und dann hat er also quasi ohne, dass er es mir so richtig kommuniziert hat, mich bei dann als zukünftiger Kollege gesagt, und dann habe ich dort müssen. Und dann nachher, wenn man dann schon mal denen gegenüber sitzt, dann wollte man ja nicht gerade sagen, nein, ich will nicht, oder? Und so habe ich dann die Stelle bekommen. Jetzt würde ich aber gerne noch ein bisschen zu deiner praktischen Arbeit. Als Architekt? Ja, genau. Ja, also ich habe ja eben einmal das Haus gebaut. Genau. Und habe dann auch nach einer Gartenbauschule in den Niederlanden etwas machen, umbauen und bauen. Und so kleine Aufträge gehabt. Und dann hat es Leute gegeben, wo das Haus noch gefallen hat und gesagt, so wollen sie auch wohnen. Und dann sind Kollegen von mir, die ich vom Studium her kennt haben gesagt, ja, sie wollen natürlich nicht so mickerig wie das Haus, sondern eine Siedlung oder so. Und dann so ein bisschen mit Programm, dass man da jetzt zusammenkommt, das ist da so in der Zeit gelegen, dass die Leute das Gefühl haben, vielleicht sollte man nicht einfach allein in einer Wohnung wohnen, sondern so miteinander, gemeinsam. Und dann, als wir wieder begegnet sind, haben sie gesagt, ja, sie hätten noch ein bisschen Mühe, sie hätten bis jetzt auch kein geeignetes Land gefunden. Und als wir wieder begegnet sind, haben sie gesagt, ich wüsste jemand Scherz, der Land verkaufen würde. Und dann ist das zustande gekommen. Und dann haben meine Kollegen gesagt, ob ich nicht ihnen helfen würde, weil die hätten noch nie ein Haus gebaut. Deine Kollegen, also sind einfach Freunde oder Architekten auch? Das sind Architekten, die ich kennt habe vom Studium her und so im Freundeskreis, eigenen Freundeskreis gehört haben.
Und dann haben wir dann gemeinsam das gemacht, die Siedlung da gebaut. Und irgendwann bist du durch eine Architektengemeinschaft eingegangen? Ja, das ist dann, also wir haben es auch Architektengemeinschaft genannt, wenn wir miteinander etwas gemacht haben, aber zwischendurch haben sie selber Projekte gehabt und ich habe andere Projekte gehabt, aber dann haben wir angefangen, Wettbewerb miteinander machen. Und dann sind auch andere Leute gekommen, die wollten gemeinsam so wohnen auf dem Höhli. Dann haben wir in Kappel, Kanton Solothurn, ein Haus bauen. Würdest du denn sagen, das war so ein bisschen deine Spezialität gewesen, der Wohnungsbau? Ja, das ist dann fast zwangsläufig das geworden. Und man hat dann so kommunikativen Wohnungsbau gesagt. Und wenn man das ein bisschen einfacher will, sagen wir haben nochmal Leute ein Einfamilienhaus oder ein Reihenhaus gebaut, die gerade nicht so wollten wohnen, wo eben die Gemeinschaft so wichtig war. Wie würdest du denn das beschreiben? Oder was ist denn anders? Oder was habt ihr oder du anders gemacht jetzt in der Innenarchitektur? Also das war jetzt nicht Innenarchitektur, das war einfach Architektur, oder? Also beim Höhli, oder bei dieser Siedlung, da, wo auch die Scherz ist, haben wir gesagt, ja, es hat ja, wie es ist, wenn dann mal etwas stand kommt, das Land einmal zur Verfügung stand, dann fängt es ja immer auch ein bisschen an zu pressieren. Und dann hat man eine Art, wie als das Haus ein bisschen als Muster genommen und hat gesagt, ja, das Haus besteht auch aus genormten Abschnitten, also zum Beispiel alle 3 Meter eine Stütze steht. Und so durch ist es 4,50 Meter, weil 4,50 Meter ist auch eine vernünftige Spannweite und das gibt auch gerade ein vernünftiges Zimmer, wenn man dann das Zimmer gerade in diesem Raster baut. Und dann hat man gesagt, wo Leute die mitmachen in diesem Höhli, das schmälste Haus, das ihr haben könnt, ist also so 3 Meter plus noch 1 Meter für Stegenhaus. Das war ein 4 Meter Haus und das über 3 Stück. Und dann hat man das zweimal haben, oder 2 Zimmer. Also, das sind dann 6 Meter plus ein Stegen, das ist ein 7 Meter Haus und dann hat es das 10 Meter Haus gegeben. Und dann innerhalb von dem hat man dann noch so Variationen sind möglich gewesen. Und wir haben dann wieder ein Modell gebaut, um alle die Varianten, die da möglich sind, aufzuzeichnen. Und dann sind die Leute gekommen und wir haben mit ihnen das besprochen und ein Modell zum Erklären im Modell gebaut. Also das sind eigentlich die zukünftige Bewohnerschaft, ja. Hat eine Mitsprache gehabt? Ja. Ja, oder die sind ja auch nachher die Hausbesitzer geworden. Oder Bauherren, ja. Oder man hat dann das Land gemeinsam gekauft und dann im Baurecht hat man sich selber das abgegeben. Und später ist aber dann wieder einmal umgeändert worden, weil das ist ein bisschen eine schwierige Sache dann gewesen. Aber diese Art zu bauen und zukünftige Nutzer, Bewohner mit einzubeziehen, ist das pionierhaft gewesen für die damalige Zeit? Ja, das ist tatsächlich. Oder man hat nicht einfach ein Reihenhaus gemacht, wie zum Beispiel in der Siedlung Halen, wo alle gleich waren. Also es hat schon verschiedene Typen gegeben, aber die sind alle gleich und die Architekten haben das genau vorgegeben. Wir haben Möglichkeiten aufgezeigt und in langwierigen Gesprächen erklärt, wieso das etwas besser und etwas schlechter ist. Was sind so die grössten Herausforderungen, die du in deiner Karriere erlebt hast? Ja, das war natürlich immer. Jeder Bau war eine Herausforderung. Oder? Also wir haben ja x Wettbewerbe gemacht und auch ein paar gewonnen. Und dann wenn du sagst «mir», ist das denn... Das war mit Foskos zusammen. Genau. Das heisst, ich habe auch mit dem später mal mit dem Michael Alder zusammen einen Wettbewerb gemacht und auch gewonnen. Also das hat es schon gegeben. Und dann hat man ja immer dann müssen sich schauen. Und dann mit Foskos zusammen haben wir dann auch wieder einen Wettbewerb gewonnen in Zürich.
Und dann haben in einem Haus, das wir gebaut haben in Zürich, hat man nicht alle Wohnungen können vermieten. Und dann hat es aber auch noch Räume gehabt, wo wir eigentlich als Büroräume gedacht haben. Und dann haben wir die Büroräume dann gemietet. Ein bisschen mutig, weil wir haben gar nicht viele Aufträge gehabt. Und haben dann mit dem ein Büro in Zürich angefangen und gedacht, ja, dann müssen wir halt irgendeinen Mitarbeiter neu einstellen. Und wir gehen dann hier und da schauen. Und dann hat sich aber dann gezeigt, dass wir dann auch Alltag in das Büro gehen. Und dann haben wir dann die ETH gewonnen, die Bauten für die ETH, Institutsgebäude. Und das ist dann einfach von der Grösse her, da haben wir dann mehrere Mitarbeiter gebraucht. Sind das denn Gebäude im Zentrum oder ja, Völkerberg? Ja, das ist, das gibt ja als das Hauptgebäude und westlich davon, nördlich davon eigentlich, ist ein Maschinenlaboratorium und vor dem ist das ein Gebäude, das hat hier für Robotik und Mechatronik geheissen. Und das haben wir in 2 Etappen gebaut. Tust du heute noch, du bist ja sehr lang, mehrfach hast du unterrichtet, bist du Assistent gewesen. Tust du heute noch die Ausbildung von den Architekten oder von den Innenarchitekten, tust du das noch beobachten? Ja, natürlich schon mit mehr Distanz. Oder? Ich habe ja also sehr lange in Muttenz unterrichtet und zwischendrin bin ich dann einmal 2 Jahre Gastdozent an der ETH, so Anfang 80er Jahre, und nachher wieder zu Muttenz und zwischendrin habe ich einmal sogar noch an der Kunstgewerbeschule, wo lehrerkrank war, bin ich noch ein bisschen eingesprungen. Es waren einfach ganz verschiedene Arten von Schulen. Und das war aber alles so in den 70er, 80er Jahren? Ja, also bei der Muttenz bin ich bis in den 90er Jahren. Ja. Und kannst du jetzt, wenn du heute schaust, oder wenn du Diplomarbeiten anschaust, oder die Studierenden arbeiten, siehst du gravierende Unterschiede oder ist das immer noch ähnlich? Es ist schon ähnlich. Es hat natürlich mal ist dann die ganze Digitalisierung dazwischen gekommen, oder, wo man sich mit dem umschlagen. Und jetzt hat auch die Schule in Muttenz, also das, was früher als Technikum angefangen hat und dann Fachhochschule geheissen hat und jetzt immer eine Fachhochschule, aber irgendwie nochmal einen Grad mehr hat. Oder jetzt kann man dort auch den Master machen. Das hat mich schon noch lange immer verfolgt. Wir haben jetzt sehr viel über Architektur geredet. Du hast aber besonders in den 60er und 70er Jahren viel Möbel gemacht. Ja, es war natürlich am Anfang auch nicht so entschieden gewesen, ob ich mehr Architekt oder Innenarchitekt. Ich musste auch ein bisschen lernen, alles, was kommt. Und dann habe ich an einem Wettbewerb mitgemacht von der Jorge Glarus. Und habe dort einen Stuhl mit einer Schreibfläche eingegeben. Und dann habe ich für das einen Preis bekommen und die haben gesagt, sie würden das wollen auch herstellen. Was war denn das für ein Preis? War das ein Wettbewerb? Ja, es war ein Wettbewerb und die haben die Firma ausgeschrieben hat und in dieser Jury war der Alfred Hablützel. Das ist so ein Möbelfachmann. Und Entwurfsfachmann, der aber mehr so theoretisch, und er war vor allem auch Fotograf für Möbel. Und dann hat der nachher für die SEDE geschafft, einen Auftrag gehabt, und dann hat er der SEDE vorgeschlagen, ja, ihr müsst halt junge Designer einen Auftrag geben, dass die für euch Entwürfe machen und dann schaut man, wie das weitergeht. Und dann ist man da eingeladen worden für die SEDE
Entwürfe zu machen. Und die Entwürfe sind sogar gezahlt worden. Also das ist etwas, was also nicht so üblich war. Und dann ist der Tag gekommen, wo da etwa 10, wie ich war, zusammengekommen sind. Und dann haben wir so 4 haben gesehen, dass wir in der ähnlichen Richtung suchen. Und haben dann ad hoc, also die ganze Gruppe ist dabei, sie haben dann die Seite vorgeschlagen, wir 4 würden unsere Sache nochmal in Zusammenarbeit überarbeiten. Wer ist denn das gewesen? Kannst du das ist ist das mit dem Uli Berger? Ja, Uli Berger, Heinz Ulrich und Eleonora Peduzzi. Nora Peduzzi. Riva Peduzzi. Und dann haben die aber gesagt, also jetzt zahlen wir aber keinen Stundenlohn mehr. Wir zahlen nur noch die Spesen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir gehen zu der Nora entwerfen. Die hat in Mailand ein Büro. Sind wir auf Mailand gefahren und haben dann gesagt, ja, also für die Sede, das, was wir da so vorgesehen haben, so eine quasi Wohnlandschaften zu machen, das kann man ja fast den Sede-Kunden, geht das doch nicht, dass die mit den Schuhen aufs Polstermöbel aufstehen, oder? Also, und haben dann dort miteinander angestrengt, nachgedacht, was stellen wir jetzt der Sede vor? Und sind darauf gekommen, dass wir ein Endlossofa machen, wo man nachher beugen kann. Und dann, ich mag mich erinnern, dann haben wir einen halben Tag so fest geschafft, dass wir das Gefühl hatten, ja, jetzt können wir es ja die Seite zeigen. Und sind am Nachmittag mit dem abgebrochenen Tag sind auf Monza ans Autorennen, weil einer von den Kollegen das Gefühl hatte, das wäre jetzt doch eine gute Idee. Und wie ist denn euer Vorschlag angekommen bei der Sede? Ja, die Sede hat 2 Chefs gehabt. Das war ein Herr Lüthi, ein damals schon für mich ein älterer Mann, der Lederspezialist war. Und der hatte einen jungen Partner gehabt, der von die Heim her so eine Holzgestellfabrik hatte für Polstermöbel, der Herr Felber. Und der Jüngere hat sofort gesagt, das muss man machen. Und die Hablötzel war auch dabei, die gesagt hat, das müssen wir unbedingt machen. Und der Lüthi hat sich da schwer getan. Aber nachher haben sie also dann doch sich aufgerafft und einen Prototyp gemacht. Und dann ist das zustande gekommen. Und ist ein Renner geworden? Das läuft heute noch. Ich komme heute noch Lizenzen über. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Und der Herr Lüthi, der so dagegen war, der hat ja dann nachher irgendwann ein bisschen Streit gehabt mit dem Felber. Also einfach. Und dann hat jede die Firma wählen. Und dann, was teuer genug war, hat der Felber gesagt, also für diesen Preis steige ich aus. Und dann hatten Leute das gehabt. Und dann ist es so eine teure Firma, dass sie dann wieder verkauft hat und selber wieder neu angefangen hat, also so als 70-, 80-jähriger Mann. Und hat auch wieder eine Kopie von dieser Lederschlange dann nachhergestellt. Also ohne uns natürlich. Ja, das Drama in der Schweizer Möbellandschaft. Und dann während dieser Sede-Zeit, also ist er dann nicht bei dem geblieben, die haben uns immer wieder das 4. aufgeboten, um mit ihnen Möbel zu besprechen. Also haben Sie noch nach Entwürfen gefragt oder sind die Ja, nein. Und dann haben sie gesagt, ja, sie hätten gedacht, ein Sofa oder so und so groß oder einfach so. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir. Und dann haben die bei der Sede einen Sagex-Klotz in der richtigen Größe angestellt und wir haben ein Sofa daraus geschnitzt. Und ist produziert worden nachher? Ja, es hat solche gegeben, die dann kurz gelaufen sind. No, ja. Und sie haben dann eine Tochterfirma angefangen in Rupperswil, die auch Möbel ohne Leder gemacht haben.
dass sie auch in diesem Markt haben können und haben aber nicht wollen, das CD-Image stören mit Stoffmöbeln. Aber eines von deinen bekanntesten Möbel, das kommt ein bisschen aus ganz einer anderen Schublade. Das ist die Squadra-Möbel, ja, und aber auch die Rollladenschränke. Kannst du vielleicht noch etwas zum Squadra sagen? Was steckt da für eine Idee dahinter? Ja, oder also wir als junge Familie oder Jungspaar auf Wohlen gezügelt sind und der Geissenstall mehr Platz gehabt als in dem Geissenstall im Tessin, haben wir dann Möbel gebraucht. Und dann habe ich einmal einen niederen Tisch gemacht aus Karton. Und das ist sehr gut gegangen. Das war auch gut herzustellen. Dann habe ich gedacht, man könnte ja vielleicht auch Kästen aus Karton machen. Und dann, als ich auch den Karton bestellen wollte, habe ich gesehen, dass so viel Karton, wie das braucht, das kommt ja das auch teuer. Und das kommt ja billiger, wenn ich billig Sperrholz kaufe. Und dann habe ich den Sperrholzschrank aus wo dann das Quadra heisst, gemacht. Das heisst, das ist eine Kiste mit ausgesagten Türchen. Also die Konstruktion ist eine andere als beim normalen Schrank? Ja, also ich habe ja schon vorher einen Schrank gemacht für uns und als Bootbauer geht mir vielleicht ein bisschen anders dran an. Ich habe dann die Kasten vielleicht ein bisschen zu einfach gemacht. Ich habe gesehen, dass es ein Problem ist, dass wenn ich 5 Platten zusammennageln und zusammenschrauben, dass das nicht steif genug ist, das gewackelt liegt. Oder? Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich das irgendwie verstärken beim nächsten Schrank. Und dann habe ich gesehen, dass es viel besser ist, wenn man 6 Platten zusammennagelt und dann ist es ja steif, oder? Das ist eine steife Kiste. Es ist steif, aber auch zu? Ja, dann ist es zu. Dann müssen wir Türchen raussagen. Und dann habe ich das mir so gesagt, ja, wenn man dann schon Türchen raussagt, muss ja das nicht ganz so stur sein. Und habe dann solche Möbel gemacht. Und dann als Nachfolger, wenn ich das richtig sehe, kommen die mit der Rollladen? Ja, das war eben so. Ich habe also dann die Kästen hat dann ein Kollege gesagt, du, ich wüsste einen Fabrikant für die, und der hat dann die hergestellt. Und dann hat er gesagt, das ist toll, wenn das jemand herstellt, dann mache ich noch weitere Möbel. Bei wem war denn das? Das war Margitola in Luzern. Und nachher habe ich aber an eine Messe gehen, der Kasten ist ausgestellt worden mit anderen Sachen zusammen von Kollegen, musste ich den Stand hüten. Da sind dann ganz viele Leute an diesem Möbel vorbeigelaufen, haben alle Türen auf und zu gemacht und sind weitergelaufen. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht wäre ein Rollladen auch etwas, wo alle daran vorbeilaufen und schnell auf und ab schürgen. Und damit es nicht so langweilig ist, wenn sie schon sagen, dann wir die Ausstellung gehen und wenn auf und ab schürgen, habe ich dann den Kasten gemacht, dass ein Rollladen über Wellen geht. Und es hat funktioniert? Haben Sie es dann auf und zu gemacht? Ja, ich bin dann eben gar nicht dazugekommen. Das hat dann gar niemand herstellen. Ich habe einen Prototyp gemacht und habe das der Wohnhilfe gezeigt und die alles andere, die so moderne Möbel verkauft haben. Und die haben dann das Bedenken gehabt, ob man das verkaufen kann. Und dann nachher habe ich gedacht, ja, Margitola könnte das auch herstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist schwierig, und ob man das verkaufen kann. Und dann hat wieder der Hablützel am Kurt gesagt, das musst du jetzt herstellen. Kurt hat Mühe gehabt, seine Firma über die Runde zu bringen. Und dann hat er dann so in den Sauerapfel gebissen und hat die Rollladenkästen hergestellt. Und dann war das Produkt, das er am besten verkaufen konnte. Da sind alle die Möbelhändler, die so Bedenken hatten, sind gekommen und gesagt, ja, aber du hast doch gesagt, wir können das auch verkaufen.
Und dann ist das dann nochmal gut gegangen. Und dann habe ich dann noch mehrere Typen gemacht für die Produktion von Kurtut. Genau. Vielleicht noch schnell zum Abschluss von unserem Gespräch, Klaus, einfach noch eine allgemeinere Frage zu deiner beruflichen Tätigkeit, zu deinem Werdegang. Wenn du jetzt mit wenigen Worten beschreiben, was ist für dich gute Architektur, gute Innenarchitektur? Ja, das, als ich so frisch Dozent war, dann zum Mutanz, da habe ich gewusst, was gut und was schlecht ist. Das haben die Studenten verkündet. Und je länger ich unterrichtet habe, je mehr, wenn ich nehmend quasi jemand etwas gemacht hat, wo ich viel bedenken kann, ob das gut ist, ist mir gerade ein Beispiel gewesen, wo gerade gut war, weil es eben so war und anders war und nicht meine Art war. Oder es ist einfach sehr vielschichtig. Oder es gibt ja ganz verschiedene Ansätze zum Machen oder zum Vorgehen. Und für mich selber ist es tatsächlich so gewesen, dass meine Handwerkslehre als Bootbauer, die sehr vielseitig war, und man eben, weil es ein Kleinbetrieb war und eine Nischensache war in der Schweiz, und dass das auch sehr spannend war, weil so in Deutschland, wenn ich so Werften angeschaut habe, ist es schon viel spezialisierter gewesen. Und ich konnte darum eigentlich auf dem auch das Leben lang ein bisschen abstehen. Dass ich immer gedacht habe, also wenn es so ernsthaft Probleme gibt, wie macht man das jetzt bei einem Boot oder bei einem Schiff? Also das ist natürlich eine übersetzte Sache. Und also dass zum Beispiel das Machen für mich immer wichtig war. Und das Machen, das heisst? Auch das Ausführen. Ja, das Handwerkliche, ja. Auch das Ausführen. Mhm. Und ich natürlich auch gelernt habe, beim Bauleitung machen, dass ich auf die vielen Spezialisten, die da am Arbeiten sind, auch muss hören. Also das Zusammenspiel? Ja, dass ich muss hören, was die sagen, wie man das macht. Also ich kann nicht einfach sagen, ja, ich weiss, wie man Holz bearbeitet, das geht schon. Das muss er jetzt einfach so machen, wie ich sage. Sondern hat dann gehört. Und auch ist dann wichtig geworden, beim Bauleitung machen, das Kommunizieren mit diesen verschiedenen Leuten, oder? Dass man quasi niemand einfach so beleidigt, wenn er es falsch gemacht hat. Also dann ist für dich, wenn ich jetzt das probiere zusammenzufassen, gute Architektur, gute Innenarchitektur, wenn die handwerkliche Qualität hoch ist und das Zusammenspiel von den verschiedenen Protagonisten, die da mitspielen. Ja, so könnte man das sagen. Ja, das wäre Ja, also dass eben auch auf ganz verschiedenen Ebenen da stattfindet. Das eine ist ja das Entwerfen. Und ob ich jetzt Innenarchitektur entwirfe oder Architektur, da sehe ich eigentlich keinen rechten Unterschied. Es gibt also viele Möbel, die von Architekten sind, die nicht schlechte Möbel sind, die man erkennt. Oder so. Und dann gibt es ja eben das mit dem Entwerfen und dann beim Ausführen gibt es ja also rein die technischen Probleme, finanzielle Probleme, aber nachher auch die, gerade wenn es komplexer wird, auch die menschlichen Probleme. Wie gehe ich mit einem Mitarbeiter, einem Handwerker um? Wie mache ich das? Ich will ja, dass der etwas Bestimmtes macht und muss aber genau auf den hören, dass ich das anbringe. Nicht nur auf mich. Sehr schön. Ja. Klaus, vielen Dank für das interessante, informative Gespräch aus deinem Leben, aus deiner Tätigkeit. Danke.